In der Nacht vom 25. auf den 26. November 2022 verschwand in der kleinen französischen Gemeinde Prahe ein junges Paar spurlos. Die 22-jährige Leslie Hurlbeke und der 21-jährige Kevin Trompart. An diesem Tag kamen sie nach Prahe, um ein paar ruhige Tage bei Freunden zu verbringen, sich zu erholen und einen kurzen Urlaub zu genießen. Aber alles lief nicht nach Plan. Am Morgen waren ihre Sachen unberührt, aber sie selbst waren spurlos verschwunden. Was ist in dieser Nacht passiert? Welche Geheimnisse verbarg dieser ruhige Winkel Frankreichs? Diese Geschichte enthüllt alle Details des Verschwindens, das die kleine Stadt und ihre Bewohner erschütterte. Leslie Hurlbeke wurde in einer kleinen Stadt in der Nähe von Prahe geboren und wuchs dort auf, mit warmen Erinnerungen an ihre Familie. Ihre Mutter unterstützte sie immer in ihren Interessen und Hobbys. Nach dem Tod ihrer Mutter konnte Leslie lange Zeit nicht darüber hinwegkommen, aber ihr Zwillingsbruder half ihr, den Glauben an sich selbst zu bewahren. Sie standen sich sehr nahe und teilten immer selbst die kleinsten Details ihres Lebens miteinander. Leslie war sehr offen, konnte jeden für sich gewinnen und versuchte immer mit ihren Mitmenschen eine gemeinsame Sprache zu finden. Ihre Liebe zu Tieren war allen Freunden und Bekannten bekannt. Der Hund Onyx wurde für sie zu einem echten Freund, und sie sagte immer, dass er ihre Stimmung besser als jeder andere spüren könne. Nach dem Schulabschluss beschloss Leslie, nicht untätig zu bleiben. Sie gründete ihre eigene Firma, die sich mit dem Streichen von Häusern und Gebäuden befasste, ein Geschäft, in das sie ihr ganzes Herzblut steckte. Ihr Unternehmen wuchs und gewann neue Kunden, und Leslie war stolz darauf, dass sie alles von Grund auf aufgebaut hatte. Für sie war es nicht nur ein Job, sondern ein Symbol für Unabhängigkeit und persönlichen Erfolg. Kevin Trompart wuchs unter schwierigen Bedingungen auf. Sein Vater war im Gefängnis, und von diesem Moment an musste Kevin früh erwachsen werden. Er versuchte immer, keine Schwäche zu zeigen und tat alles, um seiner Familie Halt zu geben. Trotz der Schwierigkeiten blieb Kevin freundlich und liebte es, seine Hobbys mit Freunden zu teilen. Eines dieser Hobbys waren Wanderungen und Abenteuer in der Natur. Er fuhr oft in die Berge, begeisterte sich für Radtouren und verbrachte gerne Zeit an der frischen Luft. Kevin träumte davon, dies nicht nur zu einem Hobby zu machen, sondern zu einem Teil seines Lebens. Er kaufte einen alten Mercedes-Sprinter und begann, ihn umzubauen, um in Zukunft damit zu reisen und vielleicht sogar darin zu arbeiten. Leslie und Kevin lernten sich auf einer Party kennen, die ihr gemeinsamer Freund Tom Truly organisiert hatte. Zunächst unterhielten sie sich ohne besondere Absichten, aber sehr schnell stellten sie fest, dass sie viel gemeinsam hatten. Leslie erzählte von ihrer Firma und ihren Träumen, während Kevin seine Pläne für den Umbau des Lieferwagens teilte. Ihre Gespräche waren vom ersten Tag an aufrichtig. Sie gaben sich nicht verstellt und machten sich keine Illusionen, sondern waren einfach sie selbst. Die Beziehung zwischen ihnen entwickelte sich schnell. Innerhalb weniger Wochen wurden sie unzertrennlich, verbrachten viel Zeit miteinander, unterstützten sich gegenseitig und diskutierten, wohin sie als nächstes fahren würden. Leslie war froh, dass Kevin ihre Hobbys akzeptierte und Tiere genauso liebte wie sie, und Kevin schätzte ihre Offenheit und ihre Fähigkeit zuzuhören. Im November beschlossen Leslie und Kevin, einen Kurzurlaub zu machen, um sich von ihrem Alltag abzulenken. Sie entschieden sich für Prahe, eine kleine Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine mit etwas mehr als 2000 Einwohnern. Dieser Ort war bekannt für seine ruhige Atmosphäre und Gemütlichkeit. Das Paar wollte nur eine Nacht in Prahe verbringen und dann nach Bordeaux weiterreisen, eine Stadt, die sie schon immer besuchen wollten. Die Pläne waren einfach: Zeit zu zweit verbringen, Freunde treffen und einen Tapetenwechsel genießen. Als Unterkunft wählten Leslie und Kevin die Häuser ihrer Freunde Tom Truly und Nicholas Reno. Die Häuser der beiden Männer lagen ganz in der Nähe, nur 10 Meter voneinander entfernt. Am Abend des 25. November kamen Leslie und Kevin in Prahe an. Sie ließen einige Sachen bei Tom und gingen dann zusammen mit ihrem Hund Onyx zu Nicholas, um ein wenig Zeit miteinander zu verbringen. Das Paar nahm nur das Nötigste mit: Kleidung und Kleinigkeiten. In Nicholas' Haus herrschte eine ungezwungene Atmosphäre. Musik, leichte Getränke, entspannte Gespräche. Leslie Hurlbeke und Kevin Trompart wirkten gelassen und besprachen ihre Pläne für die Zukunft. Nicholas empfing sie mit Freude, und nichts deutete darauf hin, dass dies ihr letzter gemeinsamer Abend sein würde. Das Paar hatte nicht vor, lange bei Nicholas zu bleiben. Sie kamen nur für ein paar Stunden vorbei und ließen den Großteil ihrer Sachen bei Tom Truly. Ihr Hund Onyx war immer dabei. Leslie trennte sich nie von ihm.
Laut Nicholas sah alles wie ein normales Treffen unter Freunden aus. Gespräche über das Leben, Pläne für die Zukunft und kein Anzeichen von Unruhe. Tief in der Nacht beschlossen Leslie und Kevin, zu Tom zurückzukehren. Nicholas bot ihnen an zu bleiben, aber sie lehnten höflich ab. Sie sagten, sie würden lieber bei Tom übernachten, da dort ihre wichtigsten Sachen geblieben waren. Toms Haus war, wie bereits erwähnt, nur 10 Meter entfernt, und das Paar war sich sicher, dass sie ohne Probleme dorthin gelangen würden. Gegen 3 Uhr morgens verließen Leslie und Kevin zusammen mit ihrem Hund Nicholas Haus und machten sich auf den Weg zurück zu Tom. Von diesem Moment an sah sie niemand mehr. Bei Tom tauchten sie nie auf. Ihre Kleidung und persönlichen Gegenstände blieben unberührt in Toms Haus zurück, was seltsam erschien. Am nächsten Morgen wurde klar, dass etwas passiert war. Leslie und Kevin meldeten sich nicht, was ihre Angehörigen sofort beunruhigte. Nicholas teilte der Polizei mit, dass der Abend ruhig verlaufen sei und das Paar keine Anzeichen von Unruhe gezeigt habe. In Toms Haus, wohin sie sich begeben hatten, fand die Polizei keine Spuren von Gewalt. Alles war an seinem Platz geblieben, als hätten Leslie und Kevin vorgehabt, zurückzukehren. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass Leslie und Kevin Prahe freiwillig verlassen haben könnten, ohne jemanden zu benachrichtigen, aber ihre Familien widersprachen dieser Hypothese sofort. Sie behaupteten, dass dies unmöglich sei. Leslie blieb immer mit ihrem Bruder in Kontakt, und Kevin hätte nicht wegfahren können, ohne dies seinen Angehörigen mitzuteilen. Außerdem blieben die persönlichen Gegenstände des Paares in Toms Haus zurück. Alles sah so aus, als wären sie nur für ein paar Minuten weggegangen, mit der Absicht, bald zurückzukehren. Die Polizei begann, die Umgebung von Prahe zu durchkämmen, einschließlich der Wälder, Felder und aller Straßen, die Leslie und Kevin in dieser Nacht hätten passieren können. Nicht nur Polizeibeamte waren im Einsatz, sondern auch Freiwillige, Anwohner, Nachbarn und Freunde, die sich in dieser Gegend gut auskannten. Die Menschen schlossen sich zusammen, um nach jedem Hinweis zu suchen, der helfen könnte, das Paar nach Hause zu bringen. Sie durchsuchten verlassene Gebäude, überprüften Schluchten und Feldwege und schauten in jede Ecke. Trotz aller Bemühungen blieben alle Suchaktionen jedoch erfolglos. Es wurde kein einziger Hinweis gefunden, der Aufschluss darüber geben könnte, wohin Leslie und Kevin verschwunden sein könnten. Die Ermittler befragten Nachbarn und Bewohner der umliegenden Häuser, um herauszufinden, ob jemand in dieser Nacht Schreie, Lärm oder verdächtige Geräusche gehört hatte. Aber alle versicherten, dass sie nichts Ungewöhnliches bemerkt hätten. Diese Aussagen machten die Situation nur noch komplizierter. Es gab weder Zeugen noch Beweise, und das Verschwinden blieb ein Rätsel. Die Familien von Leslie und Kevin blieben nicht untätig. Sie klebten Plakate in der Stadt und außerhalb, suchten nach jeglichen Hinweisen auf das Paar und überprüften jede Meldung, die zu einer Spur führen könnte. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Ihre Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit erregten die Aufmerksamkeit der Journalisten. Die Geschichte wurde in lokalen Zeitungen und in den Fernsehnachrichten aufgegriffen. Immer mehr Menschen in der Region wussten, dass Leslie und Kevin verschwunden waren, und das zwang die Polizei weiterzusuchen. Mit jedem Tag wuchs die Sorge der Familien. Sie konnten nicht glauben, dass ihre Angehörigen ohne Grund weggegangen waren und wollten sich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass sie für immer verschwunden sein könnten. Die Polizei sammelte weiterhin Informationen, wenn auch nur kleine. Winzige Details, widersprüchliche Aussagen, seltsame Gerüchte, die sie erreichten, aber es gab immer noch keine Antwort. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, wie verworren dieser Fall sein würde. 20 Stunden nach dem Verschwinden von Leslie und Kevin wurde Leslies Telefon in der Stadt Niort aktiv. Dieser Ort lag etwa 14 Kilometer von Prahe entfernt. Die Polizei schickte ein Team dorthin, das eine gründliche Suche durchführte, die Anwohner befragte und mögliche Routen überprüfte, die Leslie Hurlbeke und Kevin Trumpert genommen haben könnten. Trotz aller Bemühungen hatte keiner der Einheimischen das Paar gesehen. Es konnten keine Spuren gefunden werden, die ihre Anwesenheit dort bestätigt hätten. 3 Tage später wurde Kevins Handy bereits in der Stadt Fura registriert, die mehr als 80 Kilometer vom Ort ihres Verschwindens entfernt liegt. Dieser Anruf verstärkte den Verdacht der Ermittler, dass die Telefone von Dritten entfernt worden sein könnten.
Auch in Fura wurden Suchaktionen und Befragungen durchgeführt, aber auch hier blieb das Ergebnis erfolglos. Die Telefone zeigten keine Anzeichen von Aktivität mehr, was die weiteren Ermittlungen erschwerte. Ein Wendepunkt in der Suche war die Meldung eines Mitarbeiters eines Abfallverarbeitungsunternehmens in Poitiers. Am 8. Dezember meldete er der Polizei, dass er in einem der Container kleine persönliche Gegenstände gefunden habe, die Kevin und Leslie gehörten. Die Polizei begab sich sofort zum Fundort und beschlagnahmte alle gefundenen Gegenstände zur Untersuchung. Die Familien bestätigten, dass alle diese Gegenstände tatsächlich Leslie und Kevin gehörten. Dieser Fund veränderte den Verlauf der Ermittlungen grundlegend. Die Version eines freiwilligen Weggangs wurde nicht mehr in Betracht gezogen, da es offensichtlich war, dass das Paar seine persönlichen Gegenstände nicht einfach weggeworfen hätte. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass das Verschwinden krimineller Natur war und dass die gefundenen Gegenstände auf die Beteiligung anderer Personen hindeuten könnten. Mitte Dezember 2022 nahm die Untersuchung eine neue Wendung. Die Polizei konzentrierte sich auf Tom Truly, einen Freund von Leslie und Kevin, der ihnen sein Haus zur Verfügung gestellt hatte und einer der letzten war, der sie lebend gesehen hatte. Er wurde mehrmals zu Verhören vorgeladen, um die Ereignisse jener Nacht zu klären und Details abzugleichen. Zunächst versicherte Tom, dass er am Abend des 25. November zu einer Party in Lacres gefahren sei und erst am Morgen zurückgekommen sei. Die Geolokalisierungsdaten seines Telefons widerlegten diese Aussage jedoch vollständig. Das Signal wurde in Prahe genau in der Nacht des Verschwindens des Paares registriert. Diese Tatsache weckte sofort ernsthafte Verdachtsmomente bei den Ermittlern. Außerdem erhielt die Polizei Zugang zu den Nachrichten zwischen Tom und Leslie. In einer Nachricht, die um 2:53 Uhr morgens verschickt wurde, schrieb Leslie, dass sie sich nach dem Konsum illegaler Substanzen, die Tom ihr gegeben hatte, unwohl fühle. Dieser Punkt erwies sich als äußerst wichtig. Zuvor hatte Tom diese Nachrichten nie erwähnt. Diese Informationen waren der Grund für die Festnahme von Tom Truly am 28. Februar 2023. Die Polizei vermutete, dass er der Drahtzieher hinter dem Verschwinden des Paares sein könnte und möglicherweise auch hinter schwerwiegenderen Taten steckte. Bald richtete sich die Aufmerksamkeit der Ermittler auch auf Toms Freundeskreis. Nach seiner Verhaftung wurden 2 Freunde festgenommen, Nathan Tone und Enzo Shale. Diese jungen Männer wohnten ganz in der Nähe des Ortes, an dem später die weggeworfenen persönlichen Gegenstände von Leslie und Kevin gefunden wurden. Ihr Aufenthaltsort und ihre Verbindungen zu Tom verstärkten nur den Verdacht, dass sie viel mehr wussten, als sie sagten. Im Laufe der Verhöre stellte sich heraus, dass Nathan Tone und Enzo Shale enge Beziehungen zu Tom unterhielten und sich in der Nacht des Verschwindens in der Nähe von Prahe aufgehalten hatten. Nach Ansicht der Ermittler könnte jeder von ihnen eine Rolle bei der Entführung gespielt haben. Die Version eines zufälligen Verschwindens schien immer weniger plausibel. Nach der Verhaftung von Enzo nahm die Polizei bereits am 2. März einen weiteren Bekannten von ihnen fest, Stéphane Mathieu. Alle 3 Verdächtigen hatten zuvor gemeinsam mit Tom Urlaub gemacht und kannten Leslie und Kevin. Dies bestätigte die Version, dass das Verbrechen von der Gruppe im Voraus geplant und nicht spontan begangen worden war. Während eines Verhörs gab Tom zu, dass er und Leslie in der Vergangenheit eine persönliche Beziehung gehabt hatten. Seinen Angaben zufolge hatte er immer Sympathie für sie empfunden, aber Leslie erwiderte diese Gefühle nicht und sah ihn nur als Freund. Als Leslie begann, sich mit Kevin zu treffen, fühlte sich Tom zurückgewiesen und gedemütigt. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass dies das Motiv für das Verbrechen gewesen sein könnte. Eine persönliche Kränkung, die sich zu einem Wunsch nach Rache entwickelt hatte. Neben persönlichen Gefühlen gab es auch finanzielle Motive. Karine Prat, eine enge Vertraute der Familie Trompat, erzählte der Polizei, dass Kevin 10.000 Euro in bar hatte. Das Geld wollte er für den Kauf eines Autos ausgeben. Tom Truly wusste von diesem Geld. Die Ermittler vermuteten, dass genau dieser Betrag ihn zu der Tat getrieben haben könnte. Bei den Verhören erklärte Tom, dass Kevin angeblich mit illegalen Substanzen gehandelt habe und ihm eine große Summe Geld schuldete. Kevins Familie bestritt dies kategorisch und bezeichnete solche Aussagen als Versuch, das Opfer in ein schlechtes Licht zu rücken und seine Taten zu rechtfertigen. Jedes neue Verhör verkomplizierte die Situation nur noch mehr. Einige der Verdächtigen sagten aus, dass Tom allein gehandelt habe. Andere behaupteten, dass alle 5 an dem Verbrechen beteiligt gewesen seien. Aber die Polizei hatte keinen Zweifel mehr.
Das Verschwinden von Leslie Hurlbeke und Kevin Trompert war kein Zufall. Sie hatte immer mehr Gründe zu der Annahme, dass es sich um eine geplante Entführung handelte, bei der jeder seine Rolle kannte. Nach der Festnahme der Verdächtigen begannen die Verhöre, die es ermöglichten, die Ereignisse jener Nacht zu rekonstruieren. Die Polizei erhielt Informationen darüber, wie Leslie und Kevin entführt worden waren und was in den folgenden Stunden mit ihnen geschehen war. Tom Truly spielte eine Schlüsselrolle. Er war es, der die Aktionen der Gruppe koordinierte und den Überfall organisierte. Leslie und Kevin kehrten nach ihrem Treffen mit Nicholas Reno zu Toms Haus zurück. Tom sollte eigentlich auf einer Party in Lacrosse sein, war aber in Wirklichkeit zu Hause. Später fuhr ein Auto mit Nathan Tone, Enzo Shale, Stefan Mathieu und Michael Sadi vor Toms Haus vor. Sie alle waren in den Plan eingeweiht und wussten, was sie zu tun hatten. Tom gab das Zeichen. In diesem Moment betraten die anderen Teilnehmer das Haus. Sie hatten Hämmer, Metallstangen und Messer dabei. Sie betraten das Haus, als Leslie und Kevin verwirrt waren und keinen Angriff erwarteten. Kevin wurde als Erster angegriffen. Laut Zeugenaussagen schlugen Nathan und Tom mehrfach mit einem Hammer und Metallgegenständen auf ihn ein. Leslie versuchte sich zu wehren, aber Tom brachte sie schnell unter Kontrolle. Das Paar wurde gepackt und in ein Auto gesetzt. Onyx war dabei. Danach wurde das Auto an einen abgelegenen Ort gefahren. Dort setzten Tom und seine Komplizen den Angriff fort. Kevin wurde mit Metallstangen und Hämmern geschlagen. Nach Angaben der Polizei starb er an inneren und äußeren Blutungen. Leslie wurde separat festgehalten. Später, laut Zeugenaussagen, tötete Tom sie mit einem Schwert. Die Leichen wurden an verschiedenen Orten versteckt. Kevin wurde in einem Feld in Puyrawold begraben, Leslie im Wald von Vernier. Das Schicksal von Onyx blieb ungewiss. Die Verdächtigen behaupteten, den Hund auf einer der Straßen freigelassen zu haben, aber die Polizei bezweifelte diese Aussage. Im Januar 2023 wurde in der Nähe die Leiche eines Hundes gefunden, der Beschreibung von Onyx sehr ähnlich war. Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands konnte dies jedoch nicht offiziell bestätigt werden. Leslies Angehörige waren überzeugt, dass der Hund zusammen mit ihr ums Leben gekommen war. Nach der Entführung und Ermordung beseitigten Tom und seine Komplizen sorgfältig alle Spuren. Tom kehrte zu seinem Haus zurück, um alle Beweise zu vernichten. Die anderen Mitglieder der Gruppe kümmerten sich um die Beseitigung der persönlichen Gegenstände von Leslie und Kevin. Auf diese Weise gelangten die kleinen persönlichen Gegenstände des Paares nach Puyrawold. Die Version der Polizei über die Gründe für den Überfall basierte auf mehreren Fakten. Dazu gehörten Toms persönliche Abneigung gegen Leslie und sein Wunsch, Kevin wegen einer angeblichen Schuld zu bestrafen. Das Geld, das Kevin bei sich hatte, war ebenfalls Teil des Motivs. Tom behauptete, dass die Summe unter den Beteiligten aufgeteilt worden sei. Jede neue Aussage brachte neue Details ans Licht. Wer hatte zugeschlagen? Wie hatten sie vorgegangen? Wer hatte die Anweisungen gegeben? Allerdings gab es Widersprüche zwischen den Aussagen. Die einen sagten, dass alle Kevin geschlagen hätten, die anderen behaupteten, dass nur Tom und Nathan an dem Mord beteiligt gewesen seien. Diese Unklarheiten erschwerten die Ermittlungen. Dieser Teil der Ermittlungen ließ kaum Zweifel daran, dass der Angriff im Voraus geplant worden war. Tom Truly nutzte das Vertrauen von Leslie Hurlbeke und Kevin Trompert aus, um sie in eine Falle zu locken, und seine Freunde halfen ihm, den Plan auszuführen. Alle Ereignisse dieser Nacht wurden zu wichtigen Beweisen, die es der Polizei ermöglichten, sich ein endgültiges Bild von den Geschehnissen zu machen. Als die Ermittler die Leichen von Leslie und Kevin fanden, waren sie an verschiedenen Orten begraben worden. Kevins Leiche wurde am 3. März 2023 in einem Feld etwa 100 Kilometer von Prahe entfernt gefunden. Einen Tag später wurde Leslies Leiche in einem Waldgebiet in der Nähe von Vernier gefunden, nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt, an der Kevin gefunden wurde. Beide Leichen wurden an schwer zugänglichen Stellen begraben und die Ermittler erkannten sofort, dass dies geschehen war, um Beweise zu vernichten. Unmittelbar nach der Entdeckung der Leichen begannen die Gerichtsmediziner mit ihrer Arbeit. Ihre Aufgabe bestand darin, die genaue Todesursache und alle Umstände festzustellen. Die Untersuchung ergab, dass beide Leichen stark verwest waren, aber sichtbare Spuren von Gewalt aufwiesen. Die Experten stellten multiple Knochenbrüche und ausgedehnte Hämatome fest. Nach dem Gutachten der Gerichtsmediziner könnten diese Verletzungen durch Metallgegenstände, insbesondere schwere Stangen, Baseballschläger und Metallhämmer, verursacht worden sein. Bei der Obduktion wurden auch tiefe Schnitte festgestellt,
die auf die Verwendung eines großen Messers hindeuteten. All dies bestätigte, dass Leslie und Kevin brutal zusammengeschlagen und mit besonderer Grausamkeit getötet worden waren. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass die Todesursache bei beiden ein massiver Blutverlust war. Eine Kombination aus inneren Blutungen und äußeren Wunden. Was den Zeitpunkt des Todes betrifft, so gingen die Experten davon aus, dass sie in der Nacht ihres Verschwindens getötet wurden. Was mögliche Spuren sexueller Gewalt angeht, fanden die Experten keine Anzeichen dafür, dass Leslie solchen Gewalt ausgesetzt war. Dies bestätigte die Version der Ermittler. Das Verbrechen wurde mit der Absicht begangen, zu töten und nicht aus sexuellen Motiven. In den Berichten der Gerichtsmediziner wurde festgestellt, dass bei der Untersuchung der Leichen Spuren gefunden wurden, die für ein Festhalten charakteristisch sind. Abschürfungen an den Handgelenken und Unterarmen. Dies deutete darauf hin, dass Leslie und Kevin vor ihrer Ermordung gefesselt oder festgehalten worden sein könnten. Dieses Detail half den Ermittlern, den wahrscheinlichen Ablauf der Ereignisse zu rekonstruieren. Das Paar wurde entführt, geschlagen und getötet, nachdem es aus Prahe weggebracht worden war. Für die Familien der Opfer waren diese Schlussfolgerungen eine schreckliche Bestätigung dessen, was sie zu hören befürchtet hatten. Für die Ermittler war dies jedoch ein entscheidendes Element, ein Beweis für vorsätzlichen Mord und grausame Behandlung der Opfer. Die Gerichtsmediziner sammelten alle Daten, damit vor Gericht kein Zweifel an der Schuld derjenigen blieb, die hinter diesem Verbrechen standen. Die Beerdigung von Kevin Trompart fand am 16. März in der Gemeinde Niort statt. Nicht nur seine Familie und enge Freunde kamen, um sich von ihm zu verabschieden, sondern auch Nachbarn, Bekannte und sogar Menschen, die aus den Nachrichten von dieser Tragödie erfahren hatten. 2 Tage später, am 18. März, wurde Leslie Hurlbeke in La Rochelle die letzte Ehre erwiesen. Beide Zeremonien brachten viele Menschen zusammen, die den Familien ihre Unterstützung bekunden und daran erinnern wollten, dass Leslie und Kevin für immer in ihrer Erinnerung bleiben werden. Diese Abschiedsfeiern waren nicht nur ein Symbol für das Ende der Suche, sondern auch der Beginn einer Reihe von gegenseitigen Anschuldigungen und Streitigkeiten. Bei Kevins Beerdigung beschuldigte sein Vater Guy Trompart offen 5 Verdächtige, 2 Familien zerstört und das Leben vieler Menschen ruiniert zu haben. Seine Worte fanden bei vielen Menschen Resonanz. Die Menschen teilten seinen Schmerz, empfanden Mitgefühl und niemand blieb unberührt. Nach der Beerdigung organisierte Guy einen Gedenkmarsch für Kevin und Leslie. Dieser Marsch führte durch die Straßen von Prahe und den benachbarten Städten. In seiner Rede sagte Guy, dass der Verlust seines Sohnes eine Wunde sei, die niemals heilen werde, und dass jeder Schuldige bestraft werden müsse. Doch bald darauf geriet Guy Trompart selbst in den Mittelpunkt eines Skandals. Er wurde beschuldigt, angeblich jemanden gesucht zu haben, der Rache für den Tod von Kevin Trompart und Leslie Hurlbeke nehmen könnte. Nach Angaben der Ermittler hatte Guy mit einer Frau über die Möglichkeit gesprochen, 100.000 € für die Beseitigung der Beschuldigten zu zahlen. Er bestritt dies kategorisch und sagte, dass solche Gespräche ohne sein Wissen geführt worden sein könnten und er selbst nichts mit diesen Plänen zu tun habe. Im Juni 2023 stand Guy vor Gericht. Das Gericht verurteilte ihn zu 18 Monaten auf Bewährung und verbot ihm für 5 Jahre den Besitz von Waffen. Später wurde dieses Urteil aufgehoben und Guy kam frei, obwohl der Verdacht noch lange an ihm haftete. Auch Leslies Verwandte Maria Teresa Garcia blieb nicht untätig. In ihren Beiträgen in den sozialen Netzwerken drohte sie den Verdächtigen direkt und erklärte, dass sie die Angelegenheit selbst regeln werde, wenn die Polizei dies nicht tue. Ihre Beiträge lösten eine Welle von Diskussionen aus. Die Polizei nahm sie fest und fand heraus, dass Maria Teresa in ihrer Jugend Verbindungen zu einer kriminellen Vereinigung hatte und sogar des Mordes an einer Frau im Jahr 1995 verdächtigt wurde, ein Fall, der bis heute ungelöst ist. Trotz dieser Verdachtsmomente wurde sie nach einem Gespräch mit dem Richter wieder freigelassen. Maria Teresa erklärte ihre Äußerungen mit einem Anfall von Schmerz und Verzweiflung, ausgelöst durch den Verlust von Leslie. All diese Ereignisse lösten zahlreiche Kontroversen aus. Einige meinten, die Familien von Leslie und Kevin hätten aus Trauer gehandelt. Andere behaupteten, dass jegliche Drohungen und Anschuldigungen die Ermittlungen nur behindern und keinen Frieden bringen würden. Aber für die Angehörigen von Leslie und Kevin blieb eines das Wichtigste, dass man sich an ihren Verlust erinnert und die Schuldigen bestraft werden. Sie wollten nicht, dass die Erinnerung an Leslie und Kevin inmitten anderer Nachrichten untergeht. Tom Trueley und seine Komplizen
Nathan Tonbert, Enzo Shale, Stéphane Mathieu und Michael Zadi blieben in Haft, bis der Prozess begann. Für die Angehörigen von Leslie und Kevin war der Prozess eine Chance, Antworten zu erhalten und zu sehen, wie die Schuldigen bestraft werden. Während sie auf den Prozess warteten, versuchten die Familien der Verstorbenen, die Erinnerung an Leslie und Kevin wachzuhalten. Sie erzählten von ihren Lebensplänen, davon, wie Leslie davon träumte, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und Kevin die Renovierung seines Wohnmobils abschließen wollte. Diese Erinnerungen verliehen der Tragödie eine noch persönlichere Note. Gleichzeitig achteten die Angehörigen darauf, dass sich der Fall nicht in die Länge zog, da sie befürchteten, dass das öffentliche Interesse nachlassen könnte. Damit war eine Etappe abgeschlossen, die Ermittlungen und die Formulierung der Anklage. Vor ihnen lag nun der letzte und wichtigste Schritt, der Prozess. Die Familien und die Öffentlichkeit erwarteten ihn als Moment der Wahrheit, der dieser Geschichte ein Ende setzen sollte. Anfang 2025 standen die 5 Angeklagten, Tom Trueley, Nathan Tonbert, Enzo Shale, Stéphane Mathieu und Michael Zadi, vor Gericht. Ihnen werden Entführung, Mord und Verstecken der Leichen vorgeworfen. Jeder von ihnen bleibt in Haft, bis das endgültige Urteil gefällt wird. Das Gerichtsverfahren dauert an, da die Angeklagten ihre Schuld teilweise bestreiten und widersprüchliche Aussagen machen, was die Arbeit des Gerichts erschwert. In Frankreich ist für Mord unter erschwerenden Umständen, insbesondere wenn es um Entführung und Verstecken von Leichen geht, die Höchststrafe lebenslange Haft vorgesehen. Nach französischem Recht bedeutet lebenslange Haft, dass der Verurteilte frühestens nach 30 Jahren das Recht auf eine vorzeitige Haftentlassung hat. Zum Zeitpunkt der Verhandlung fordert die Staatsanwaltschaft die höchstmögliche Strafe, lebenslange Haft für alle 5, um die Schwere ihrer Straftat zu unterstreichen. Die endgültige Entscheidung über das Urteil muss das Gericht nach einer vollständigen Analyse aller Beweise, Zeugenaussagen und Gutachten fällen. So warten die Familien von Leslie Hurlbeke und Kevin Trompert weiterhin auf das Urteil. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.